Zarter Rindfleisch trifft auf knackiges Gemüse. Für diesen genialen Sommersalat nimmt man in Mexiko Flanksteak oder Rinderbauchlappen. Wenn du das aber gerade nicht da hast, geht auch Tafelspitz, falsches Filet oder, wenn du ein bisschen aufs Portemonnaie achten willst, einfach fasseriges Suppenfleisch aus dem Supermarkt. Schneide das Fleisch in große Stücke, so gart es gleichmäßig. Ab in den Topf damit, zusammen mit einer halben Zwiebel, 3 geschälten Knoblauchzehen, 3 Nelken, einen Teelöffel Pimentkörnern, ein paar Zweige Thymian, 3 Lorbeerblättern und etwa 2 Teelöffel Salz. Den Schaum, der sich an der Oberfläche beim Kochen bildet, solltest du abschäumen. Das sorgt dafür, dass der Sud schön klar bleibt. Sobald alles blubbert, stell die Hitze auf niedrige Stufe, decke den Topf ab und lass das Fleisch etwa 2,5 bis 3 Stunden vor sich hin köcheln. Während das Fleisch kocht, kümmern wir uns um die anderen Zutaten. Schnapp dir 3 reife Tomaten, hüll sie aus, Kerne und Flüssigkeit können weg. Und jetzt kommt's drauf an, wie du deinen Salat optisch haben willst. Weil das Fleisch später so schön faserig ist, schneide ich das Gemüse gern in feine Streifen. Das passt einfach mega gut zusammen. Dann kommt eine rote Zwiebel dran. Damit die Zwiebeln nicht scharf schmecken, kannst du sie für etwa 15 Minuten in kaltes Wasser mit einem Spritzen Limettensaft legen. Für extra Frische brauchst du einen ganzen Römersalat. Dann zerlegst du in mundgerechte Stücke. Jetzt noch einen Bund Koriander grob hacken und für den extra Crunch ein paar Radieschen in dünne Scheiben hobeln. Die Avocados warten noch, die schneiden wir erst zum Schluss, damit sie schön frisch bleiben. Zurück zum Fleisch. Teste ruhig die Zartheit mal mit einer Gabel. Sobald es weich und zart ist, hol es aus dem Sud und lass es abkühlen. Und hier noch ein Profi-Tipp. Lass das Fleisch im Kochsud abkühlen, damit es schön saftig bleibt. Wenn es kühl genug zum Anfassen ist, zupfst du es in feine Streifen. Falls du Fettstücke findest, einfach weg damit. Hier soll es schön mager bleiben. Den Sud kannst du übrigens aufheben, um später eine Brühe oder Suppe draus zu machen. Und jetzt die Vinaigrette. In ein kleines Glas oder einen Schüttelbecher kommen 8 Esslöffel Olivenöl, der Saft einer Limette, 3 Esslöffel Essig, etwa 6 Esslöffel von der gefilterten Kochbrühe, 1 Teelöffel Oregano und Salz und Pfeffer nach Geschmack. Deckel drauf und kräftig schütteln, bis alles zu einer schönen Emulsion wird. Danach mischst du in einer großen Schüssel den Salat und den Koriander, die Tomaten, die abgetropften Zwiebelstreifen, die Radieschen und natürlich das zarte gezupfte Fleisch kann man nicht vergessen. Drüber kommt natürlich die Vinaigrette. Alles schön durchmengen, ein bisschen Salzlackenkäse nach Geschmack drüber streuen. Optional kann man auch klein gehackter Chili dazugeben, aber ich mache das jetzt nicht scharf. Was aber ganz wichtig ist, das grüne Gold. Die Avocado darf auf keinen Fall fehlen. Aber warte, jetzt fragst du dich bestimmt, wie man diesen genialen Rindfleischsalat in Mexiko am liebsten genießt. Ganz klar, mit Tostadas. Wie du die ganz einfach selbst machst, schaust du im Video auf der rechten Seite.